Lektion 1. Silberstreifen finden. Ich freue mich zu hören, dass Misserfolge doch einen Hoffnungsschimmer haben können. Unbedingt. Sie vermitteln uns oft wertvolle Lektionen, die wir sonst nicht lernen würden. Genau. Manchmal führen die schwierigsten Momente zum größten Wachstum. Haben Sie einen Misserfolg erlebt, der sich als vorteilhaft herausgestellt hat? Ja, ich habe einmal eine wichtige Prüfung nicht bestanden, aber das hat mich dazu gedrängt, effektiver zu lernen. Das ist eine großartige Perspektive. Es geht darum, wie wir unsere Erfahrungen gestalten. Definitiv. Ich glaube, jeder Rückschlag kann ein Startup für ein Comeback sein. Ich liebe diese Denkweise. Es fördert Belastbarkeit und Positivität. Genau. Es ist wichtig, Herausforderungen als Teil der Reise anzunehmen. Lektion 2. Kreative Lösungen. Eine Idee ist, aus einem alten Bücherregal ein funktionales Stück zu machen, in dem Regale hinzugefügt werden. Das ist kreativ. Wie wäre es, Möbel für einen frischen Look wieder zu verwenden? Unbedingt. Es ist eine großartige Möglichkeit, Geld zu sparen und Abfall zu reduzieren. Ich liebe DIY-Projekte. Sie ermöglichen den persönlichen Ausdruck in der Inneneinrichtung. Genau. Hast du in letzter Zeit irgendwelche interessanten Projekte in Angriff genommen? Ich habe eine alte Leiter in ein Bücherregal verwandelt. Es ist großartig geworden. Das ist eine fantastische Idee. Es muss einzigartig und bezaubernd aussehen. Ja, es verleiht meinem Wohnraum Charakter. Magst du DIY-Projekte? Das tue ich. Ich habe kürzlich einen Couchtisch aus wiederverwendetem Holz gemacht. Es fühlt sich lohnend an. Lektion 3. Finanzielle Gespräche. Machst du dir manchmal Sorgen um Geld? Ja, manchmal habe ich Probleme mit Finanzen. Es kann ziemlich stressig sein. Ich verstehe. Die Budgetierung kann eine Herausforderung sein, insbesondere bei unerwarteten Ausgaben. Unbedingt. Ich versuche, den Überblick über meine Ausgaben zu behalten. Aber das ist nicht immer einfach. Haben Sie effektive Budgetierungsmethoden gefunden, die für Sie funktionieren? Ich verwende eine App, mit der ich meine Ausgaben und Sparziele überwachen kann. Das klingt nützlich. Vielleicht muss ich etwas Ähnliches ausprobieren. Es hilft mir wirklich, verantwortlich zu bleiben und meine Ausgaben zu priorisieren. Ich kann mir vorstellen, dass das etwas Stress lindern würde. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden. Lektion 4. Qualitätszeit. Es ist eine häufige Sorge. Wie gehst du damit um? Ich plane eine schöne Zeit mit meinen Lieben, um Stress zu bewältigen. Das klingt wunderbar. Zeit mit der Familie zu verbringen kann ihre Stimmung wirklich heben. Unbedingt. Ob es ein Abendessen oder ein Spieleabend ist, es macht einen Unterschied. Ich stimme zu. Diese Momente schaffen bleibende Erinnerungen, die am wichtigsten sind. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich wieder zu verbinden und Freude zu teilen. Hast du in letzter Zeit etwas Besonderes mit deiner Familie gemacht? Wir hatten letztes Wochenende ein Picknick und es hat so viel Spaß gemacht. Das klingt herrlich. Ich mag solche Outdoor-Aktivitäten auch.
Lektion 5. Einwanderungsgeschichte. In dieser Zeit kamen auch viele Einwanderer aus Osteuropa nach Chicago. Das ist interessant. Ihre Beiträge haben die Stadt maßgeblich geprägt. Unbedingt. Jede Gemeinde bringt ihre eigene Kultur und Traditionen mit. Es ist faszinierend, wie vielfältige Stadtteile unsere Erfahrungen bereichern können. Genau. Haben Sie irgendwelche Gebiete in Chicago erkundet, die diese Vielfalt widerspiegeln? Ja, ich liebe es, den polnischen Bezirk zu besuchen. Das Essen und die Festivals sind unglaublich. Das klingt unglaublich. Ich würde diesen kulturellen Reichtum gerne erleben. Das solltest du. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, etwas über verschiedene Erben zu lernen. Ich stimme zu. Das Verständnis der Geschichte hilft uns, die Gegenwart zu schätzen. Lektion 6. Herausforderungen meistern. Sie verdienen diese Vorteile, oder? Ich verstehe. Bist du auf irgendwelche Herausforderungen gestoßen? Ja, die Anpassung an eine neue Umgebung kann ziemlich schwierig sein. Das kann ich mir vorstellen. Vor welchen Herausforderungen standen Sie, als Sie umgezogen sind? Die Sprachbarriere war anfangs schwierig, aber ich habe hart daran gearbeitet, mich zu verbessern. Das ist beeindruckend. Eine neue Sprache zu lernen erfordert Hingabe. Das tut es wirklich. Ich musste mich auch an unterschiedliche kulturelle Normen anpassen. Das muss eine augenöffnende Erfahrung gewesen sein. Wie bist du damit umgegangen? Ich habe die lokalen Gemeinschaften um Unterstützung gebeten. Das hat einen großen Unterschied gemacht. Das ist eine großartige Strategie. Bei Übergängen ist der Aufbau von Verbindungen unerlässlich. Lektion 7. Kamerashopping. Ich suche eine Kamera mit einem schnelleren Autofokussystem. Das klingt nach einer klugen Wahl. Ein schneller Autofokus ist für das Einfangen von Momenten unerlässlich. Ja, besonders, wenn Sie sich bewegende Motive fotografieren. Das kann einen großen Unterschied machen. Haben Sie nachgeforscht, welche Modelle Sie in Betracht ziehen sollten? Ich habe ein paar Optionen geprüft, bin aber immer noch unentschlossen. Das ist verständlich. Es gibt so viele Möglichkeiten da draußen. Genau. Ich möchte eine finden, die meinen Bedürfnissen entspricht, ohne das Budget zu sprengen. Das ist ein guter Plan. Es ist wichtig, Qualität und Budget in Einklang zu bringen. Definitiv. Ich werde weiter nach Empfehlungen suchen. Lektion 8. Wäschebenachrichtigung. Ja, wir benachrichtigen Sie per Anruf oder Nachricht, wenn Ihre Wäsche fertig ist. Das ist wirklich hilfreich. Das erspart mir unnötige Reisen. Genau. Du wirst genau wissen, wann es fertig ist. Hattest du dieses Mal viel zu waschen? Ja, ein Haufen Klamotten wartete auf mich. Es fühlt sich toll an, alles aufgeräumt zu haben. Ich kann das nachvollziehen. Es ist immer befriedigend, frische, saubere Kleidung zu haben. Wäschst du deine Wäsche oft oder wartest du, bis sie sich stapelt? Ich versuche es regelmäßig, aber manchmal ist das Leben hektisch, weißt du? Ich verstehe das vollkommen. Es kann schwierig sein, mit allem Schritt zu halten. Ganz gewiss. Hast du irgendwelche Tipps, um den Waschtag einfacher zu machen?
Lektion 9. Ängste überwinden. Als ich ankam, pochte mein Herz, aber ich war entschlossen, meine Ängste zu überwinden. Das ist mutig. Warum warst du nervös? Ich hatte Angst davor, meine erste öffentliche Rede zu halten. Vor Leuten zu sprechen kann entmutigend sein. Das kann ich mir vorstellen. Es erfordert viel Mut, aufzustehen und zu sprechen. Wie ist es gelaufen? Überraschend gut. Als ich anfing, ließen die Nerven nach. Das ist fantastisch. Hattest du eine Strategie, um deine Nerven zu beruhigen? Ja, ich habe vorher tiefes Atmen geübt, was wirklich geholfen hat. Das ist eine großartige Technik. Ich verwende oft Visualisierungen, um mir vorzustellen, wie ich erfolgreich bin. Das ist eine gute Methode. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen, nicht wahr? Lektion 10. Sportliche Integrität. Es gibt Probleme, die nicht nur einzelne Sportler betreffen, wie zum Beispiel Johnson, der Medikamente zur Leistungssteigerung einnimmt. Es ist ein kompliziertes Thema, nicht wahr? Leistungssteigernde Medikamente beeinträchtigen die Integrität des Sports. Genau. Es wirft Fragen zur Fairness und zum Wettbewerbsgeist auf. Ich stimme zu. Es geht nicht nur um einen Athleten. Es wirkt sich auf die gesamte Gemeinschaft aus. Ja. Es kann den Ruf des Sports selbst trüben. Wie sollte dieses Problem Ihrer Meinung nach angegangen werden? Ich glaube, strengere Vorschriften und Aufklärung über die Risiken sind unerlässlich. Das macht Sinn. Sportler müssen die langfristigen Folgen verstehen. Definitiv. Und sie sollten ermutigt werden, fair und ohne Abkürzungen zu konkurrieren. Es geht darum, ein gesundes und wettbewerbsfähiges Umfeld zu fördern. Lektion 11. Kanalsurfen. Ich sitze da und wechsle die Kanäle mit der Fernbedienung. Das kann eine unterhaltsame Art sein, etwas Interessantes zum Anschauen zu finden. Hast du ein Lieblingsgenre? Ich mag Dokumentarfilme. Sie sind sowohl unterhaltsam als auch lehrreich. Die sind großartig. Ich liebe es beim Fernsehen, neue Dinge zu lernen. Welches ist das letzte, das du gesehen hast? Ich habe einen über das Leben im Meer gesehen. Die Bilder waren umwerfend. Das klingt faszinierend. Ich liebe alles, was mit Natur zu tun hat. Es lässt dich die Welt, in der wir leben, wirklich schätzen. Schaust du lieber Serien oder Filme an? Ich tendiere zu Serien. Es ist schön, sich im Laufe der Zeit in Charaktere zu investieren. Ich stimme zu. Es ist, als würde man Zeit mit Freunden in einer anderen Welt verbringen. Lektion 12. Feiertagsstimmung. Sie haben einige meiner Lieblingslieder gesungen. Wir sammeln auch Essensgeschenke und Geld für Bedürftige. Das ist wunderbar. Es ist toll, in der Weihnachtszeit Freude zu verbreiten. Unbedingt. Es fühlt sich gut an, der Community etwas zurückzugeben. An welcher Art von Veranstaltungen nimmst du teil? Ich liebe es, ehrenamtlich in örtlichen Notunterkünften zu arbeiten. Es ist eine lohnende Erfahrung. Das klingt erfüllend. Ich denke, es ist wichtig, sich an die weniger Glücklichen zu erinnern. Ja, und es bringt auch Menschen zusammen und schafft ein Gemeinschaftsgefühl. Genau.
Haben Sie irgendwelche Lieblingstraditionen an Feiertagen? Ich backe gerne mit meiner Familie Kekse und liefere sie an Nachbarn aus. Das ist eine süße Tradition. Es geht darum, Erinnerungen zu schaffen. Lektion 13. Helme kaufen. Hallo, ich suche einen neuen Helm. Kannst du helfen? Natürlich. Nach welcher Art von Helm suchst du? Ich brauche einen Helm zum Radfahren, etwas Sicheres, aber Stylisches. Das ist eine gute Wahl. Sicherheit ist der Schlüssel. Haben Sie eine bevorzugte Farbe? Ich denke an eine helle Farbe für die Sichtbarkeit. Tolle Idee. Leuchtende Farben sind wichtig für die Sicherheit. Wünschen Sie bestimmte Funktionen? Ja, ich hätte gerne einen mit guter Belüftung und verstellbaren Trägern. Das macht Sinn. Komfort ist entscheidend, wenn du fährst. Genau. Ich möchte sicher gehen, dass es für lange Fahrten gut passt. Lektion 14. Frühe amerikanische Geschichte. Was geschah im 17. Jahrhundert in den heutigen Vereinigten Staaten? Das war eine Zeit der Erkundung und Besiedlung, insbesondere durch europäische Mächte. Ja. Die frühen Siedler standen vor zahlreichen Herausforderungen, insbesondere in ihrem ersten harten Jahr. Unbedingt. Viele hatten Mühe, sich an die neue Umgebung anzupassen, und es fehlten ihnen an Ressourcen. Es ist faszinierend, trotz dieser Schwierigkeiten über ihre Widerstandsfähigkeit nachzudenken. Definitiv. Ihre Entschlossenheit legte den Grundstein für zukünftige Generationen. Wie haben Ihre Erfahrungen Ihrer Meinung nach das Land geprägt, in dem wir heute leben? Sie etablierten eine Kultur der Ausdauer und Anpassungsfähigkeit, die immer noch Anklang findet. Es ist wichtig, sich an unsere Geschichte zu erinnern und daraus zu lernen. Lektion 15. Morgenroutine. Bevor ich losfahre, stelle ich sicher, dass ich mein Haustier füttere. Das liegt an dir. Was für ein Haustier hast du? Ich habe einen Hund. Er ist sehr energisch und immer hungrig. Hunde können so lebhaft sein. Wie heißt er? Sein Name ist Maximal. Er liebt seine Morgenroutine. Das ist süß. Gehst du nach dem Füttern mit ihm spazieren? Ja, normalerweise machen wir einen kurzen Spaziergang, um den Tag zu beginnen. Das klingt nach einer großartigen Art, sich zu verbinden. Hunde leben von Routine. Genau. Es gibt einen positiven Ton für uns beide an. Lektion 16. Tanzstile. Die Art, wie ich tanze, unterscheidet sich von der Art, wie meine Mutter tanzt. Das ist interessant. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Mein Stil ist moderner und energischer, während meine Mutter den traditionellen Ballsaal bevorzugt. Beide Stile sind auf ihre Art wunderschön. Tanzt ihr gerne zusammen? Manchmal. Es macht Spaß, unsere Stile bei Familienfeiern zu mischen. Das klingt nach einer großartigen Zeit. Tanzen ist eine wunderbare Art, Kontakte zu knüpfen. Unbedingt. Es ist faszinierend zu sehen, wie verschiedene Generationen Tanz interpretieren. Ja,
Jeder Stil erzählt eine Geschichte und spiegelt die Persönlichkeit wider, findest du nicht? Definitiv. Es geht darum, sich durch Bewegung auszudrücken. Lektion 17. Ethische Bedenken. Der Einsatz gefährlicher Chemikalien ist falsch. Er praktiziert nicht das moralische Minimum. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt zu berücksichtigen. Genau. Unternehmen sollten der Sicherheit Vorrang vor dem Gewinn einräumen, finden Sie nicht? Unbedingt. Es sollte strengere Vorschriften geben, um alle zu schützen. Es ist alarmierend, wie manche Menschen die Konsequenzen ihres Handelns übersehen. Ja, und oft sind es die Schwächsten, die am meisten leiden. Wir müssen das Bewusstsein für diese Themen schärfen, damit sich etwas ändern kann. Ich stimme zu. Bildung ist der Schlüssel zur Förderung verantwortungsvoller Praktiken. Gemeinsam können wir uns für eine sicherere und gesündere Zukunft einsetzen. Lektion 18. Das Summen der Natur. Als wir durch den Garten gingen, summten die Bienen träge an uns vorbei. Das klingt herrlich. Hat deine Großmutter auf verschiedene Arten von Blumen hingewiesen? Ja, sie hatte immer ein Händchen dafür, sie zu identifizieren. Dadurch hat die Erfahrung mehr Spaß gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Es ist wunderbar, etwas über die Natur zu lernen und sie gleichzeitig zu genießen. Genau. Sie erzählte auch Geschichten über die Bedeutung jeder Blume. Geschichten machen alles fesselnder. Was war deine Lieblingsblume, auf die sie hingewiesen hat? Ich habe die Rosen geliebt, besonders die leuchtend roten. Sie rochen unglaublich. Rosen sind Klassiker. Hatte sie selbst eine Lieblingsblume? Ja, sie liebte Gänseblümchen. Sie sagte, sie erinnerten sie an ihre Kindheit. Lektion 19. Begegnungen mit Bushaltestellen. Gelegentlich, wenn ich zu spät komme oder es regnet, sehe ich die Bushaltestelle in der Nähe ihres Hauses. Oh, wirklich? Das ist praktisch. Nimmst du oft den Bus? Nur, wenn das Wetter schlecht ist. Normalerweise gehe ich lieber zu Fuß. Wandern ist eine schöne Art, den Tag zu beginnen. Wie lange brauchst du dafür? Es dauert ungefähr 20 Minuten. Es ist eine großartige Möglichkeit, meinen Kopf frei zu bekommen. Ich stimme zu. Außerdem können Sie unterwegs die Landschaft genießen. Genau. Aber ich schätze es, den Bus als Backup zu haben. Es ist immer gut, Optionen zu haben. Kennst du den Busfahrplan gut? Nicht wirklich. Ich verlasse mich darauf, dass die App mich auf dem Laufenden hält. Lektion 20. Trendige Funde. In der Innenstadt gibt es ein Geschäft, das trendige Taschen verkauft. Sie könnten das haben, wonach Sie suchen. Oh, wirklich? Ich suche schon eine Weile nach einer stylischen Handtasche. Dieser Laden hat eine große Auswahl. Ich denke, du würdest es lieben. Das klingt vielversprechend. Haben Sie eine Vielzahl von Stilen? Ja, sie haben alles, von lässigen bis hin zu formellen Taschen. Perfekt. Ich brauche etwas Vielseitiges sowohl für die Arbeit als auch für Ausflüge. Ich denke, genau das wirst du dort finden. Außerdem sind die Preise angemessen.
Das ist noch besser. Ich liebe gute Schnäppchen. Wann denkst du, sollten wir gehen? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Wir können einen Tag daraus machen. Lektion 21. Erinnerungen an den Karneval. Manche hatten große rote Nasen, die hupten, wenn man sie drückte. Das klingt nach einem lustigen Karneval. Hat dir die Atmosphäre gefallen? Unbedingt. Die Aufregung war ansteckend, besonders bei all dem Gelächter. Ich liebe das. Gab es Fahrten, die dir besonders gut gefallen haben? Ja, es gab auch Ausritte auf Elefanten. Ich weiß noch, wie aufregend es sich anfühlte. Elefantenreiten klingt unglaublich. Hast du irgendwelche Fotos gemacht? Hab ich. Sie fangen die Freude an diesem Tag perfekt ein. Ich würde sie gerne sehen. Karnevale schaffen so wundervolle Erinnerungen. Das tun sie wirklich. Jeder Moment fühlt sich magisch an, findest du nicht? Lektion 22. Wegbeschreibungen leicht gemacht. Es ist ungefähr 10 Minuten zu Fuß von hier entfernt. Das ist nicht zu weit. Ist es auf der linken oder der rechten Seite? Es ist auf der linken Seite, wenn Sie dem Park zugewandt sind. Du darfst es nicht verpassen. Großartig. Ich freue mich darauf, es mir anzusehen. Das solltest du. Es ist auch ein netter Ort mit einem gemütlichen Café. Perfekt. Ich liebe es, Orte zu finden, an denen ich mich mit einem guten Buch entspannen kann. Dieses Café hat dafür ein großartiges Ambiente. Liest du oft, während du Kaffee trinkst? Ja, ich finde es unglaublich entspannend. Es macht das Leseerlebnis noch besser. Ich stimme zu. Ein gutes Buch und eine schöne Tasse Kaffee passen perfekt zusammen. Lektion 23. Ein Weihnachtsmärchen. Doch während er schläft, wird Scrooge von Geistern aus seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besucht. Das ist so eine klassische Geschichte. Es lehrt wirklich wichtige Lektionen, nicht wahr? Unbedingt. Die Besuche verändern Scrooges Perspektive völlig. Ich finde es toll, wie die Geschichte die Bedeutung von Freundlichkeit und Großzügigkeit betont. Ja. Es ist eine eindringliche Erinnerung daran, die Menschen um uns herum zu schätzen. Hast du es kürzlich gelesen oder eine Verfilmung gesehen? Ich habe letzte Woche eine Filmversion gesehen. Es war wunderschön gemacht. Ich würde es mir auch gerne ansehen. Die Geschichte fühlt sich auch heute noch so relevant an. Definitiv. Jedes Mal, wenn ich es lese oder sehe, entdecke ich etwas Neues. Lektion 24. Geschichte Kaliforniens. Im 19. Jahrhundert lebten dort nur wenige Mexikaner. Das ist interessant. Was ist in dieser Zeit passiert? Die Vereinigten Staaten erlangten in den 1840er Jahren die Kontrolle über Kalifornien. Das muss für alle, die dort leben, eine bedeutende Veränderung gewesen sein. Das war es wirklich. In dieser Zeit vermischten sich viele Kulturen. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch eine reiche und vielfältige Gemeinschaft entstanden ist. Unbedingt. Die Geschichte Kaliforniens ist so faszinierend. Haben Sie historische Stätten aus dieser Zeit besucht?
Ja, ich habe ein paar Missionen besucht. Sie erzählen so wichtige Geschichten. Lektion 25. Internetüberwachung. Eltern müssen die Nutzung des Netzes durch ihre Kinder beaufsichtigen. Das ist entscheidend. Das Internet kann für Kinder sowohl nützlich als auch riskant sein. Genau. Obwohl das Internet einige Nachteile hat, sehen viele Menschen das Netz als Ressource. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste, was Eltern überwachen sollten? Ich glaube, dass die Überwachung der Interaktionen in sozialen Medien von entscheidender Bedeutung ist. Ja, hier können viele Probleme auftreten. Kommunikation ist ebenfalls wichtig. Definitiv. Kinder sollten sich wohlfühlen, wenn sie über ihre Online-Erfahrungen sprechen. Einverstanden. Ein offener Dialog hilft Ihnen, sicher im Internet zu navigieren. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit zu finden. Lektion 26. Sparsame Abenteuer. Ich ging in Second-Hand-Läden, um einzigartige Artikel zu finden. Das klingt nach einer Schatzsuche. Hast du irgendwelche Kleider oder Tops gefunden? Ich habe ein paar tolle Stücke gefunden. Ein Kleid war besonders einzigartig. Ich liebe es, wenn das passiert. Second-Hand-Läden können solche versteckten Juwelen haben. Unbedingt. Es ist immer aufregend, etwas Unerwartetes zu entdecken. Hast du etwas für besondere Anlässe gefunden? Ja, ich habe ein wunderschönes Top für eine bevorstehende Party gefunden. Das ist genial. Sparsamkeit ist auch eine großartige Möglichkeit, Geld zu sparen. Ganz gewiss. Außerdem ist es umweltfreundlich. Lektion 27. Sperren. Das Wasser würde in die Schleuse kommen und das Boot um weitere 10 oder 15 Fuß heben. Das klingt faszinierend. Wie funktioniert dieser Prozess? Wenn der Wasserstand steigt, hilft es dem Boot, zum nächsten Abschnitt zu gelangen. Das ist clevere Technik. Das muss ein toller Anblick sein. Das ist es wirklich. Es ist faszinierend, Boote steigen oder fallen zu sehen. Das kann ich mir vorstellen. Warst du während dieses Vorgangs jemals auf einem Boot? Ja, habe ich. Es fühlte sich jedes Mal wie ein Abenteuer an. Das würde ich gerne erleben. Es klingt nach einer einzigartigen Art zu reisen. Definitiv. Es ist einer der besten Teile von Bootsabenteuern. Lektion 28. Vorteile für die Zusammenarbeit. Hervorragend. Ich denke, eine Zusammenarbeit könnte unseren beiden Organisationen zugutekommen. Unbedingt. Zusammenarbeit kann zu wirkungsvolleren Ergebnissen führen. Ja, die Kombination unserer Ressourcen könnte zu innovativen Lösungen führen. Genau. Auf welche spezifischen Bereiche sollten wir uns Ihrer Meinung nach konzentrieren? Ich glaube, wir sollten mit unseren Outreach-Programmen beginnen. Sie könnten sich gut ergänzen. Das macht Sinn. Das Teilen unserer Netzwerke könnte unsere Reichweite erheblich erweitern. Richtig. Außerdem könnten wir gemeinsame Veranstaltungen organisieren, um mehr Teilnehmer anzulocken. Ich liebe diese Idee. Es würde ein Gefühl von Gemeinschaft und Engagement schaffen.
Definitiv. Lassen Sie uns ein Brainstorming über einige potenzielle Projekte machen, die wir gemeinsam angehen können. Lektion 29. Die Macht der Musik. Unbedingt. Es ist eine universelle Sprache, die Menschen verbindet. Ich stimme voll und ganz zu. Musik überwindet mühelos Grenzen und Kulturen. Genau. Es kann Emotionen und Erinnerungen hervorrufen, unabhängig davon, woher sie kommen. Ja, hast du ein Lieblingsgenre, das bei dir Anklang findet? Ich mag einen Mix aus Genres, aber ich liebe besonders klassische Musik. Klassik hat eine solche Tiefe und Komplexität. Es kann so beruhigend sein. Das ist es wirklich. Spielst du irgendwelche Musikinstrumente? Ich spiele Gitarre. Es ist eine großartige Möglichkeit, mich auszudrücken. Das ist wunderbar. Ich wollte schon immer ein Instrument lernen. Lektion 30. Ausgewogene Perspektiven. Richtig. Deshalb ist es wichtig, sich sowohl auf Stärken als auch auf Verbesserungsmöglichkeiten zu konzentrieren. Unbedingt. Eine ausgewogene Perspektive kann zu persönlichem Wachstum führen. Genau. Das Erkennen unserer Stärken hilft uns, Selbstvertrauen aufzubauen. Und wenn wir Bereiche erkennen, in denen Verbesserungen möglich sind, können wir uns weiterentwickeln. Ja. Es ist wie eine Roadmap für unsere persönliche Entwicklung. Setzen Sie sich auf der Grundlage dieser Selbsteinschätzung bestimmte Ziele? Das tue ich. Ich finde, dass das Setzen von erreichbaren Zielen mich motiviert. Das ist ein großartiger Ansatz. Ich versuche auch, meine Fortschritte regelmäßig zu bewerten. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, wo wir angefangen haben und wie weit wir gekommen sind. Lektion 31. Zimmerreservierung. Sie nehmen sich Zeit. Wir freuen uns über Ihre Hilfe. Gute Neuigkeiten. Wir haben ein Deluxe-Zimmer für Sie verfügbar. Das klingt fantastisch. Welche Annehmlichkeiten bietet das Deluxe-Zimmer? Es bietet eine wunderschöne Aussicht, ein King-Size-Bett und ein Spa-ähnliches Badezimmer. Beeindruckend. Das klingt luxuriös. Ich kann es kaum erwarten, mich dort zu entspannen. Du hast es verdient. Es ist der perfekte Ort, um nach einem anstrengenden Tag zu entspannen. Unbedingt. Ich werde auf jeden Fall das Beste daraus machen. Hast du irgendwelche Pläne für deinen Aufenthalt? Ich hoffe, die lokalen Sehenswürdigkeiten erkunden und einige Auszeiten genießen zu können. Lektion 32. Informationen finden. Okay. Haben Sie Vorschläge, wo ich zuverlässige Informationen finden kann? Ja. Ich empfehle, akademische Datenbanken oder seriöse Nachrichtenseiten zu überprüfen. Das ist eine tolle Idee. Ich werde oft von der schieren Menge an Informationen im Internet überwältigt. Ich verstehe. Es ist wichtig, Fehlinformationen herauszufiltern. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass das, was ich lese, korrekt und vertrauenswürdig ist. Du könntest auch in Bibliotheken nachschauen. Sie haben oft Ressourcen und Personal, um dir zu helfen. Das ist ein gutes Argument. Bibliotheken können eine Fundgrube an Informationen sein. Unbedingt. Außerdem bieten sie manchmal Workshops zu Forschungskompetenzen an.
Ich werde auf jeden Fall in meiner örtlichen Bibliothek nachschauen. Danke für den Vorschlag. Lektion 33. Aufräumen. Ich stimme zu. Ich habe festgestellt, dass es hilfreich sein kann, unbenutzte Artikel zu spenden oder zu verkaufen. Unbedingt. Es räumt Platz auf und hilft gleichzeitig anderen. Ja. Außerdem fühlt es sich gut an zu wissen, dass jemand anderes das verwenden kann, was ich nicht mehr brauche. Genau. Hast du in letzter Zeit etwas entrümpelt? Ich habe gerade meinen Schrank durchsucht und viele alte Klamotten losgeworden. Das ist großartig. Es ist erstaunlich, wie viel wir im Laufe der Zeit ansammeln können. Das ist es wirklich. Ich war überrascht, wie viele Artikel ich seit Jahren nicht mehr getragen hatte. Das Gleiche hier. Ich versuche eine saisonale Säuberung durchzuführen, um die Dinge überschaubar zu halten. Das ist eine kluge Strategie. Ich könnte diese Routine auch übernehmen. Lektion 34. Produktive Besprechungen. Ja, habe ich. Es war produktiv, aber es gab einige Konflikte. Das ist interessant. Was hat den Konflikt während des Treffens verursacht? Es gab unterschiedliche Meinungen zur Projektausrichtung, was eine Debatte auslöste. Ich kann mir vorstellen, wie das passieren würde. Es ist wichtig, verschiedene Standpunkte zum Ausdruck zu bringen. Genau. Es war jedoch eine Herausforderung, das Gespräch konstruktiv zu führen. Das ist wahr. Diskussionen können leicht hitzig werden, wenn Emotionen im Spiel sind. Ja. Aber am Ende haben wir es geschafft, Gemeinsamkeiten zu finden. Das ist toll zu hören. Eine Lösung zu finden, ist der Schlüssel, um voranzukommen. Unbedingt. Ich glaube, es hat unser Team auf lange Sicht gestärkt. Lektion 35. Essensplanung. Klingt, als wärst du bereit für die Woche. Ja, ich plane meine Mahlzeiten gerne im Voraus, um organisiert zu bleiben. Das ist klug. Das spart Zeit und hilft Ihnen, gesündere Entscheidungen zu treffen. Genau. Normalerweise wähle ich Rezepte, die einfach zuzubereiten sind. Planen Sie Mahlzeiten für die ganze Woche auf einmal. Ja, ich finde, dass es hilft, Stress an geschäftigen Tagen abzubauen. Das macht Sinn. Es muss sich befriedigend anfühlen, alles startklar zu haben. Das tut es wirklich. Außerdem kann ich ungesunde Optionen in letzter Minute vermeiden. Ich sollte auch mit der Essensplanung beginnen. Das klingt nach einem Wendepunkt.